nicht mal mehr einer Woche kommt die Oculus Quest 3 hoffentlich bei uns an und ich werde sie dann auch hoffentlich für euch auspacken und testen können. Und ich wollte eine Sache aber noch mit euch besprechen. Nein, ich werde das Ganze jetzt nicht ausschlachten und tausend Themen rund um wie, was, wo könnt ihr machen, bevor das Ganze rauskommt. Ich warte erstmal ab, bis das Ding bei uns erscheint und dann können wir über tausend Sachen sprechen, über Zubehör, über Vergleiche und so weiter und so fort. Aber eine Sache habe ich viel gelesen, nämlich die Frage, lohnt sich die Quest 3 überhaupt im Vergleich zur zum Beispiel Quest 2 und zur Pico 4? Hauptsächlich möchte ich über die Quest 2 reden, denn das ist der direkte Nachfolger und da gibt es Leute, die sagen, lohnt sich die Quest 3 eigentlich so als Upgrade oder eben einfach als Neuanschaffung überhaupt? Kann man sich nicht einfach die Quest 2 kaufen? Vielleicht gibt es ja Sachen, die bei der Quest 2 besser sind. Ich halte dagegen und sage, es gibt nur einen einzigen Grund, sich die Quest 3 nicht zu kaufen. Hey Leute, ihr schaut die Kuma Games und in diesem Video soll es wie gesagt um die Oculus Quest 3 gehen im Vergleich zur Quest 2 und eventuell reden wir noch ein bisschen über die Pico 4. Ich habe hier ein kleines Chart aufgemacht, nämlich von unseren guten Freunden von VR Compare und hier können wir alles gerne nochmal gegenüberstellen. Ich möchte hier einfach ganz flott durchgehen, will aber erstmal sagen, welchen einen Grund ich denn meine, warum sich die Quest 3 eventuell nicht lohnt und ansonsten in allen Punkten schon, das ist nämlich der Preis. Die Quest 2 ist günstiger. Ganz einfach. Abgesehen davon ist die Quest 3 in meiner Meinung nach jedem einzelnen Punkt die bessere Wahl. Und es sind sogar sehr, sehr wichtige Punkte meiner Meinung nach. Nicht nur so ein bisschen, sondern wichtige Punkte. Zum Beispiel Komfort. Komfort ist wichtig. Ne? Euch muss das Headset passen. Euer Augenabstand muss richtig eingestellt sein können. Das Ganze muss weniger drücken. Das Ganze muss weniger runterziehen. Das Ganze muss gut aussehen. Die Displays müssen super sein. Die Linsen müssen super aussehen. Das Pass-Through muss super aussehen. Und in jedem einzelnen Punkt. Schaut euch gerne meine Vorschau sozusagen zur Quest 3 an. Ist die Quest 2 besser? Gehen wir mal ein bisschen drauf ein. So. Fresnel-Linsen bei der Quest 2, Pancake-Linsen bei der Quest 3. Was bedeutet das? Flachere Linsen, insgesamt ein flacherer Formfaktor. Die Linsen sind klarer, weniger God Rays. Gibt es eigentlich keinen Grund, höheres FOV. Ne? Wir haben eine IPD-Range von 58 bis 71 Millimetern, eine höhere als bei der Quest 2. Wir haben, ich gehe jetzt einfach hier so Schritt für Schritt runter, ne? Wir haben LCDs, das heißt, hier ist das Ganze gleich. Wir haben einen besseren Pass-Through, der ist in Farbe, der ist klar, man soll sein Handy-Display lesen können, alles super. Wir haben eine höhere Auflösung, das heißt, es sieht einfach insgesamt besser aus. Höheres FOV habe ich schon genannt, teilweise 5 Grad mehr, ne, nicht nur 5, 13 Grad mehr horizontal, das ist eine ganze Menge. Wir haben eine höhere Pixeldichte. Wir haben ein gleiches Gewicht, aber aufgrund des Formfaktors, also das Ganze guckt nicht so heraus, haben wir einen anderen Center of Gravity, der ist näher an eurem Kopf. Das Headset wird bequemer wirken. Wir haben das gleiche beschissene Headstrap. Das heißt, es ist zumindest kein Argument gegen oder für die Quest 2 oder 3. Ähm, Es ist minimal anders, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, wenn dann mehr das Gewicht. Wir haben ähnliche Controller, nur dass der Ring fehlt. Ja, in meinem Video davor habe ich das gesagt und das gilt es auch noch zu testen. Könnte mir vorstellen, dass es Tracking Probleme machen könnte, weil eben das Placement der Kameras doch ein etwas anderes ist. Wir haben oben ähm, keine Kameras und dementsprechend könnte das Tracking über dem Kopf ein bisschen schlechter sein. Aber bis jetzt habe ich nichts davon gehört. Müssen wir erstmal gucken, ob das so ist. Deswegen exkludiere ich das erstmal raus, als ja, wissen wir nicht. Wir haben trotzdem die besseren Controller. Es fehlt der Ring. Wir haben angeblich ein besseres Haptic Feedback, also die Vibration soll sehr feiner sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten gleichermaßen Capacitive Touch.
Läuft genauso über Batterien. Wir haben bessere Speaker, also bessere Lautsprecher, die sollen wohl insgesamt voluminöser sein. Wir haben genauso einen Microphone-Jack, da könnte man bei der Pico 4 argumentieren, okay, es gibt keinen Klinkenanschluss, gibt es bei der Quest 3 sowie bei der Quest 2, von daher keine Argumentation. Mikrofon war bei der Quest 2 okay, ne? Bei der Quest 3 wird sie mindestens besser sein, gehe ich davon aus. Wir haben Wi-Fi 6E, potenziell eventuell bessere Streaming-Funktionen, mal gucken, wie das Ganze sein wird. Und dann der Burner natürlich, Chipset Snapdragon XZ2 Gen 2, der natürlich besser ist, der soll so viel besser sein, das zeigen zumindest die Hands-on-Berichte, der soll so viel besser sein, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt oder meiner Meinung nach sogar, wenn ihr auf jeden Fall ein VR-Set haben wollt, dann kauft euch definitiv die Quest 3, denn die ist zukunftssicherer, die Spiele werden länger laufen, die werden besser aussehen, ähm, die werden schneller laden. Es gibt da meiner Meinung nach echt keinen Grund, nicht auf dieses Zugpferd aufzuspringen. Wir haben 8 GB statt 6 GB RAM. Ähm, Charging Time soll, hier steht 8 Watt Power Adapter im Vergleich zu den 15 Watt, die wir bei der Quest 2 haben. Ihr könnt wohl sogar bis 25 Watt durchjagen, das heißt, ihr könnt euer Headset schneller aufladen. Hier haben wir noch ein paar schöne Graphen. Gehe ich nochmal schnell durch. Hier bei der Quest 3 horizontales FOV im Vergleich zu Quest 2, ne, deutlich höher. Man sieht hier den Abstand rosa zu grün und hier die Auflösung. Hellblau ist hier die Quest im Vergleich zur Quest 2, also nochmal deutlich höher. Also, was die Quest 2 angeht, gibt es meiner Meinung nach außer dem Preis keinen Grund, sich die nicht zu holen. Klar, die Quest 2 kriegt ihr jetzt wahrscheinlich günstig irgendwo gebraucht zu bekommen. Könnt ihr die gerne ausprobieren und so weiter. Aber mir ging es einfach nur um die Gegenüberstellung, weil ich habe hier und da gelesen, vielleicht gibt es ja Sachen, wo man sich lieber die Quest 2 kauft, weil die ist ja vielleicht in manchen Punkten besser. Nee, ich halte da echt gegen. Es gibt keinen Punkt im Vergleich Quest 3 gegen Quest 2, die sie nicht zu holen. Upgradig, lohnt sich ein Upgrade von der Quest 2 zu Quest 3? Ja. Wenn es nicht ums Geld ginge, dann ja, auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Deswegen mache ich auch keine 10 Punkte, warum die Quest 3 super ist oder mehr oder was auch immer. Das wird das beste Standalone-Headset sein bis dahin. So viel dazu. Schließen wir das Thema ab. Kommen wir zur Pico 4. Lohnt es sich, bei der Pico 4 dann zuzuschlagen? Da kommt es ganz drauf an. Ihr habt natürlich bei der Quest 3 den neuen Chip. Den hat die Pico 4 nicht. Übrigens die Quest Pro auch nicht. Wir können die ja mal gemeinsam abfrühstücken. Zurück. Sowohl die Pico 4 als auch die Quest Pro haben den Quest 2 Chip, also noch den alten XR2. Generation 1, wenn ihr so wollt. Dementsprechend sehen die Spiele gleich aus. Ganz einfach. Bei der Quest Pro haben wir Face- and Eye-Tracking, weswegen da die Spiele ein bisschen besser aussehen können, weil sie eben durch Forwarded Rendering ein bisschen was rausholen können. Wobei man bei der Pico 4 und bei der Quest 2 auch schon oft Fixed Forwarded Rendering nutzt. Das heißt, die Auflösung wird im Sweet Spot scharf gestellt und nach außen wird er ein bisschen runtergesetzt und dadurch spart man ein bisschen was an Ressourcen. Mit Eye-Tracking geht der ganze Bereich ein bisschen mit, aber von der Leistung her tut sich da wahrscheinlich nicht so viel. Wir haben ein deutlich besseres FOV als bei der Quest 2. Aber ansonsten, ja, man kann sagen, die Pico 4 ist in vielen Punkten so ähnlich wie die Quest 3, außer eben der Chip. Ich benenne jetzt die ein, zwei Punkte, die anders sind, die wichtig sein könnten. Wir haben ein festes Headstrap. Dadurch ist die Pico 4 insgesamt ein besseres Gesamtpaket. Wir haben sehr schöne Controller, die zwar Ringe haben, aber die meiner Meinung nach nicht stören, die trotzdem ein sehr schönes Haptik-Feedback haben. Ich gehe davon aus, so ähnlich wie bei der Quest 3. Wir haben ein gutes Tracking meiner Meinung nach, was sich dann an das Kamera-Placement ist da auch super gewählt. Wir haben ein super schönes Headset, darf man auch mal sagen, ne, dass es auch einfach gut aussieht.
Wir haben einen deutlich günstigeren Preis, also die Pico 4 kriegt ihr teilweise schon für sehr wenig Geld, für rund um 400 Euro könnt ihr die teilweise schon kaufen im Angebot, oft mit Spielen inklusive und so weiter und so fort. Wir haben auch einen Kamera-Path-Through im Vergleich zu Quest 2, die nur grau ist. Wahrscheinlich nicht so gut wie bei der bei der Quest 3, aber immerhin haben wir einen Farb-Path-Through. Also, wo könnte dann die Pico 4 sich mehr lohnen? Wenn es da auch wieder nicht um den Preis geht, wenn ihr den sowieso schon habt und wenn sich der XL2 Generation 2 Chip gar nicht für euch lohnt, dann kann die Pico 4 besser sein, weil sie bequemer sein dürfte, weil sie ähnlich gute Linsen hat, auch wenn man nochmal gucken muss, welche Linsen tatsächlich besser sind. Also ich kann mir vorstellen, dass die Quest 3 Linsen besser sein könnten und ob das FOV größer ist oder kleiner, muss man auch nochmal sehen. Aber wenn ihr, sagen wir mal, euch interessiert das gar nicht, das Standalone gelönt und ihr wollt es sowieso nur am PC nutzen, dann könnte sich die Pico 4 für euch lohnen, definitiv. Oder wenn ihr einfach Geld sparen wollt, ne, dann könnt ihr die holen. Oder wenn ihr sagt, ich mag Meta einfach nicht und vertraue lieber den Chinesen, ihr merkt, ähm, weiß nicht, ob das der bessere Vergleich ist, aber für manche Leute mag das wichtig sein. Ansonsten ist hier die Quest 3, wie gesagt, in vielen Punkten ähnlich gut. Da kommt es eben, wie gesagt, darauf an, ob ihr eine Pico 4 vielleicht bereits besitzt oder wie wichtig euch Standalone ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Quest 2 bereits habt, dann hätte ich damals gesagt, es lohnt sich eine Pico 4 zu kaufen, weil die eben Pancake-Linsen hat, die hat eine höhere Auflösung, die Spiele könnten besser aussehen im Sinne von der Klarheit der Linsen und so weiter. Aber die Spiele an sich von der Grafik sehen sehr ähnlich aus. Aber wenn es jetzt um die Verbesserung der Spiele durch den Generation 2 Chip aussieht, dann sind wir bei der Quest 3 gut beraten. Bei der Quest Pro hingegen, wir haben da die Pancake-Linsen, das ist super, aber ansonsten haben wir ähnliche Specs wie bei der Quest 2. Wir haben eine ähnlich hohe Auflösung. Wir haben zwar Local Dimming, was die Schwarzwerte verbessert, das ist super. Wir haben die Pancake-Linsen, das ist super. Wir haben eine sehr hohe IPD-Range, das ist super. Aber die Auflösung ist echt auf Quest 2 Niveau, das ist sehr schade. Wir haben ein FOV, was ähnlich ist wie bei der Quest 3 angeblich. Aber ich empfand das damals auch nicht groß, nicht größer als bei der Quest 2 zumindest. Wir haben ein sehr unbequemes Headstrap, habe ich mir sagen lassen, dass es echt nicht so bequem ist. Ich habe es nur kurz aufgehabt, da war es okay, aber langfristig gesehen, der Hauptgrund dürfte da tatsächlich Eye- und Face-Tracking sein, wenn ihr Social Apps nutzen wollt. Und ja, gut, der Controller, ne, den sieht man hier nicht, aber der hat ja Self-Tracked Controller. Die Controller, die mit Kameras ausgestattet sind, die könnt ihr euch kaufen für die Quest 3, um das Ganze abzugraden. Übrigens auch für die Quest 2, aber die kosten auch nochmal 300 Euro, glaube ich. Und der hohe Preis von insgesamt 999 Dollar, bei uns nochmal ein bisschen mehr, mit Controllern zwar, aber ein insgesamt sehr hoher Einstiegspreis. Wenn euch Eye- und Face-Tracking nicht interessiert, dann sollte das für euch nicht so relevant sein, meiner Meinung nach. Kommen wir zum Fazit. Kauft euch die Quest 3, wenn ihr eine Quest 2 habt und keinen Bock auf Pico habt, generell. Wenn euch der Standalone-Chip der neue wichtig ist, dann kauft euch eine Quest 3. Wenn ihr Bock auf besseres VR habt als bei der Quest 2 und euch der Preis vollkommen egal ist, kauft euch eine Quest 3. Es gibt keinen Punkt außer der Preis, wo die Quest 3 schlechter ist als die Quest 2. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Vielleicht halte ich gegen, vielleicht muss ich euch zustimmen. Am Ende werden wir es erfahren, wenn das Ganze herauskommt. Dann mache ich definitiv ein Update-Video. In meinem Review werde ich das nochmal benennen. Es gibt Sachen, wo ich drüber nachdenke noch, was könnte das Ganze sein. Aber am Ende ist es egal, denn wir werden das Ganze testen müssen. Ihr wisst, ich habe keine Quest 2 mehr. Ich habe sie verkauft, eben weil ich abgegradet habe, meiner Meinung nach auf die Pico 4. Ich finde nach wie vor, die Pico 4 ist ein super Headset. Ich nutze es sehr gerne für PC VR. Ich habe sehr viele Spiele da drauf.
sehen alle super aus, die funktionieren gut. Die Pico 4 hat aber in manchen Punkten noch ein bisschen Kinderkrankheiten, sag ich's mal. Sowas wie Handtracking funktioniert bei der Quest immer noch besser, glaube ich. Ich habe zwar lange nicht mehr das Handtracking nutzen können, aber das ist da bei der Pico einfach noch in den Kinderschuhen. Aber wenn ihr da nicht so viel Wert drauf legt und ihr den Prozess mitmachen wollt oder ihr seid Meta-Hater oder euch interessiert der Generation 2 Chip sowieso nicht und ihr wollt es wirklich nur am PC nutzen, dann könnte die Pico 4 tatsächlich super für euch sein, denn die wird in so vielen Punkten gar nicht so viel schlechter sein und in manchen Punkten sogar besser. Da kann ich den Vergleich eher sehen. Da gilt es noch direkt zu vergleichen. Dazu wird es auch auf jeden Fall ein Video kommen. Pico 4 gegen Quest 3. Und da kann ich schon mal sagen, da wird sehr viel vom Chip abhängen. Wer auf den Chip Bock hat, den Quest 3 Chip, deswegen kaufe ich mir die Quest 3. Der kommt an der Quest 3 gerade nicht vorbei, denn wir haben noch keine bestätigten Infos zur Pico 5. Dementsprechend müssen wir das erstmal nehmen, was wir haben. Und ansonsten gibt es sehr viele Punkte, wo man darüber diskutieren kann, wo die Pico 4 besser sein könnte oder eben gleich gut, wo es sich dann eben lohnt, beim Preis genau hinzuschauen und so weiter. Aber in erster Linie wollte ich euch berichten, quasi Quest 2 gegen Quest 3. Quest 3 gewinnt in allen Punkten bis auf den Preis. Ja, das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, bevor die Quest 3 erscheint, damit sich keiner irgendwie da veräppeln lässt und dann die falsche Kaufentscheidung trifft. Am Ende wissen wir es erst, wenn die Quest 3 erscheint. Normalerweise würde ich sagen, lohnt sich warten nicht, aber klar, jetzt ist es nur noch eine Woche. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wartet ruhig eine Woche ab, abonniert meinen Kanal, damit ihr diese Kaufberatung dann quasi von mir bekommt. Ich mache keine direkten Kaufberatungen, aber ihr könnt ja dann das Gefühl mitnehmen, was ich dann hier habe, um euch dann ja, zu entscheiden für ein Headset. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Spätestens in einer Woche gucke ich mal, ob wir das Ganze dann live unboxen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.